Hast du jemals bemerkt, dass einige der freundlichsten Menschen, die du je getroffen hast, auch einige der müdesten sind? Diejenigen, die immer da sind, die immer lächeln, die immer Ja sagen, wenn du um Hilfe bittest. Aber wenn du genau genug hinsiehst, wenn du wirklich aufmerksam bist, kannst du die Erschöpfung in ihren Augen sehen. Du kannst spüren, dass sich irgendwo hinter dieser Freundlichkeit etwas Tieferes verbirgt, etwas Schweres, vielleicht sogar etwas Dunkles. Denn hinter jedem beständigen Lächeln verbirgt sich oft ein Nervensystem, das gelernt hat, Chaos zu antizipieren. Manche Menschen werden nicht aus reiner Großzügigkeit freundlich, sondern aus Notwendigkeit. Eine Strategie, die in sie eingraviert wurde durch Jahre des Gehens auf emotionalen Eierschalen. Ihre Wärme ist nicht nur Persönlichkeit, sie ist Schutz. Sie haben gelernt, dass Gelassenheit Menschen berechenbar hält. Und Berechenbarkeit fühlt sich an wie Sicherheit. Wir stellen uns Freundlichkeit oft als etwas Reines, unkompliziert Gutes vor. Wir sagen Kindern, sie sollen freundlich sein. Wir bewundern Freundlichkeit bei Führungspersönlichkeiten. Wir messen unsere eigene Menschlichkeit daran, wie viel Mitgefühl wir zeigen können. Aber Freundlichkeit, wie alles andere in dieser komplizierten Welt, hat auch einen Schatten. Und wenn du diesen Schatten ignorierst, wenn du so tust, als existiere er nicht, kann Freundlichkeit selbst zu etwas Zerstörerischem werden. Denn Freundlichkeit ohne Bewusstsein ist wie Licht ohne Richtung. Sie blendet genauso sehr, wie sie erhellt. Viele Menschen tragen Empathie, als wäre sie eine Rüstung, obwohl sie in Wahrheit eine Wunde ist, die nie richtig verheilt ist. Sie wird zu einem Reflex. Sich zu sehr zu bemühen, die Stille mit Trost zu füllen, das Unbehagen zu beruhigen, bevor es überhaupt an die Oberfläche kommt. Und die Welt belohnt sie dafür, bis sie unter dem Gewicht ihrer eigenen Zärtlichkeit zusammenbrechen. Es beginnt klein. Ein Kind lernt, dass Freundlichkeit, dass Gefälligkeit ihm Liebe einbringt. Wenn es seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt, um andere zufriedenzustellen, wird es mit Lächeln, Lob, vielleicht sogar mit Zuneigung belohnt, die es sonst nicht bekommen hätte. Kinder sind intuitiv. Sie brauchen keine Sprache, um emotionale Ursache und Wirkung zu verstehen. Sie bemerken die subtilen Veränderungen im Tonfall, wie der Raum kälter wird, wenn sie ihre Meinung sagen, und wie die Wärme zurückkehrt, wenn sie sich kleiner machen. In diesem Moment lernt der Geist eine einfache Regel. Mein Frieden ist gefährlich, aber mein Gehorsam ist sicher. Mit der Zeit verankert sich diese Assoziation tief im Nervensystem. Freundlichkeit wird zu einem Überlebensmechanismus. Und je älter sie werden, desto schwieriger wird es zu unterscheiden, wer sie sind. Von dem, was andere erwarten, dass sie sein sollen. Sie werden zu den Verlässlichen, den Guten, den Freunden, die sich nie beschweren. Und das grausame Paradox ist, dass die Welt sie für genau das feiert, was sie zerstört. Sie werden stark, geduldig, zuverlässig genannt. Aber niemand fragt je, was es kostet, so zu leben. Das Kind, das einst freundlich war, um zu überleben, wird zu einem Erwachsenen, der nicht aufhören kann, Freundlichkeit zu zeigen, selbst wenn sie weh tut. Und der Applaus, den sie dafür bekommen, vertieft nur die Illusion, dass das ihre wahre Bestimmung sei. Aber hier ist die Wahrheit. Wenn Freundlichkeit erzwungen ist, wenn sie von der Angst vor Ablehnung oder vom verzweifelten Bedürfnis nach Wertschätzung angetrieben wird, ist sie keine reine Freundlichkeit mehr. Sie wird zur Maske. Und Masken, wenn man sie zu lange trägt, beginnen die Person darunter zu ersticken. Denn Masken sind trügerisch. Sie beginnen als Schutz, aber enden als Gefängnis. Du trägst sie so lange, dass du irgendwann glaubst, sie seien deine Haut. Und wenn die Maske bricht, wenn die Erschöpfung dich endlich einholt, fürchtest du nicht nur andere zu verlieren, du fürchtest dich selbst zu verlieren. Denn wer bist du ohne diese endlose Freundlichkeit? Wer bist du, wenn du aufhörst, nützlich zu sein? Denk an die Menschen in deinem Leben, die unendlich freundlich sind. Sie hören sich deine Probleme stundenlang an. Sie helfen dir beim Umzug. Sie leihen Geld, das sie nicht haben. Sie opfern ihre eigene Ruhe, nur um sicherzugehen, dass es dir gut geht. Am Anfang wirkt das bewundernswert, ja beinahe heilig. Aber wenn du je diese Person warst, wenn du je diese Rolle gelebt hast, weißt du die Wahrheit. Diese Wahrheit ist schwer. Es ist eine Art von Erschöpfung, die Schlaf nicht heilen kann. Eine Müdigkeit, die in die Knochen sickert. Es ist nicht nur körperliche Müdigkeit, sondern emotionale Erschöpfung. Die leise Trauer darüber, dass du, während du alle anderen gehalten hast,
selbst von niemandem gehalten wurdest. Und selbst dieser Gedanke bringt Schuldgefühle mit sich, weil ein Teil von dir immer noch flüstert, ich sollte das schaffen, ich sollte dankbar sein. Hinter jeder Selbstaufopferung steckt ein stiller Groll. Eine Stimme, die flüstert, was ist mit mir? Aber diese Stimme wird meist zum Schweigen gebracht, weil Freundlichkeit, besonders chronische Freundlichkeit, eine unausgesprochene Regel hat. Du darfst dich selbst nicht an erste Stelle setzen. Und jedes Mal, wenn du diese Stimme zum Schweigen bringst, stirbt sie nicht. Sie gräbt sich tiefer ein und wartet. Sie versteckt sich hinter höflichem Lachen, hinter Kein-Problem-Nachrichten, hinter der Gewohnheit, alles gut zu sagen, selbst wenn es das nicht ist. Aber Groll ist geduldig. Er wartet, bis du zu müde bist, um ihn weiter zu unterdrücken. Und dann bricht er hervor, auf unvorhersehbare Weise. Psychologen haben dieses Phänomen untersucht und es trägt einen Namen: Mitgefühlsmüdigkeit, Compassion Fatigue. Sie beschreibt, was geschieht, wenn jemand so viel Empathie, so viel Fürsorge gibt, dass er irgendwann völlig ausgelaugt ist. Pflegekräfte erleben es, Lehrer erleben es, auch Eltern erleben es. Aber es betrifft nicht nur bestimmte Berufe. Ganz normale Menschen, jene, die sich als gutmütige Seelen sehen, sind ebenfalls gefährdet. Mitgefühlsmüdigkeit beginnt nicht mit einem Burnout. Sie beginnt mit Ungleichgewicht. Es ist der Tod durch 1000 kleine Zugeständnisse. Die E-Mail, die du um Mitternacht beantwortest. Der Gefallen, dem du zustimmst, obwohl du erschöpft bist. Das Lächeln, das du gibst, obwohl dein Herz taub ist. Mit der Zeit summieren sich diese Mikroopfer. Sie entleeren das Nervensystem, bis Empathie selbst zu schmerzen beginnt. Studien zeigen, dass Menschen, die ständig die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen stellen, höhere Werte an Angst, Depressionen und sogar körperlichen Gesundheitsproblemen aufweisen als jene, die ein Gleichgewicht halten. Freundlichkeit, wenn sie unkontrolliert bleibt, wird zur Selbstauslöschung. Und die Tragödie ist, dass die Welt das selten bemerkt. Von außen sieht es immer noch nach Güte aus. Das Lächeln bleibt, der Ton bleibt ruhig, die Freundlichkeit bleibt bestehen. Der Zusammenbruch geschieht leise, im Verborgenen, in nächtlichen Gedanken, in den Pausen zwischen ungelesenen Nachrichten, in der unsichtbaren Last, zu viel zu tragen. Und das ist die dunkle Seite. Freundlichkeit ohne Grenzen ist keine Freundlichkeit. Sie wird zu einer subtilen Form der Selbstzerstörung. Es ist, als würdest du jede Pflanze im Garten gießen, außer deine eigenen Wurzeln. Irgendwann bricht der Gärtner zusammen und mit ihm verdorrt der ganze Garten. Und manchmal sieht dieser Zusammenbruch nicht dramatisch aus. Er zeigt sich als emotionale Taubheit, das langsame Verblassen der Freude. Es ist die Art von Leere, bei der Lachen fernklingt, Verbindung sich erzwungen anfühlt und Ruhe unmöglich wird. Du funktionierst, anstatt zu leben. Du existierst als jemand anderes Trost und vergisst, dass du dazu bestimmt warst, auch dein eigener zu sein. Aber hier kommt der beunruhigendere Teil. Manchmal wird Freundlichkeit selbst zur Waffe. Und ich meine das nicht auf offensichtliche Weise, wie wenn jemand vorgibt, nett zu sein, um zu manipulieren. Ich meine es auf die leisere, unbewusstere Art. Wenn du als der freundliche Mensch bekannt bist, beginnen andere das zu erwarten. Sie verlassen sich darauf. Sie formen ihr Verhalten um deine Freundlichkeit herum. Und ohne es zu merken, lehrt deine Freundlichkeit andere, dass deine Bedürfnisse zweitrangig sind, dass deine Gefühle verhandelbar sind. Hier wird die Psychologie dunkler. Denn sobald Menschen lernen, dass du dich immer beugst, hören sie auf, dich als Person zu sehen und beginnen, dich als Funktion wahrzunehmen. Du wirst die Zuhörerin, der Helfer, diejenige, die versteht. Sie lieben deine Sanftheit, aber sie schützen sie nicht. Sie bewundern deine Geduld, aber sie schenken dir niemals ihre eigene. Es ist nicht immer Grausamkeit, manchmal ist es einfach Gewohnheit. Du hast sie dazu erzogen, dich als selbstverständlich zu betrachten, und sie haben diese Lektion gut gelernt. Mit der Zeit hören die Menschen sogar auf zu fragen, was du willst, weil sie davon ausgehen, dass du dich ohnehin anpassen wirst. Die freundliche Person bringt der Welt bei, sie zu übersehen. Das erschafft ein Paradoxon. Je freundlicher du bist, desto unsichtbarer wirst du. Und Unsichtbarkeit ist kein Frieden. Sie ist Einsamkeit, verkleidet als Höflichkeit. Und diese Einsamkeit hat Schichten. Da ist die äußere, das Fehlen der Frage, wie geht es dir wirklich?
Aber da ist auch die innere, die Einsamkeit, nicht einmal mehr zu wissen, wie man diese Frage beantworten soll. Wenn deine Identität darauf aufgebaut ist, das zu sein, was andere brauchen, bringt Einsamkeit keinen Frieden, sondern Verwirrung. Denn wenn dich niemand braucht, existierst du dann überhaupt? Nun, all das bedeutet nicht, dass Freundlichkeit schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Echte Freundlichkeit ist eine der schönsten Kräfte der Welt. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Freundlichkeit, die aus Fülle fließt, und Freundlichkeit, die aus Leere blutet. Die eine heilt, die andere zersetzt. Die eine kommt aus Liebe, die andere aus Angst. Und an der Oberfläche sehen beide identisch aus. Das macht sie so gefährlich. Die gleichen sanften Worte, der gleiche ruhige Ton, aber darunter wurzelt die eine in Ganzheit, die andere in Selbstverleugnung. Psychologisch ist das der Unterschied zwischen Empathie und Verstrickung. Empathie sagt, ich fühle mit dir. Verstrickung sagt, wenn du leidest, höre ich auf zu existieren. Die Linie zwischen beiden ist fast unsichtbar, bis du eines Tages aufwachst und erkennst, dass du Stück für Stück verschwunden bist, getarnt als Freundlichkeit. Lass uns einige Fakten betrachten. In einer Studie, die im Journal of Personality and Social Psychology veröffentlicht wurde, fanden Forscher heraus, dass Menschen, die Schwierigkeiten haben, Nein zu sagen, oft jene, die sich als freundlich und zuvorkommend identifizieren, signifikant häufiger Burnout erleben. Eine weitere Studie der University of Berkeley zeigte, dass altruistisches Verhalten das Wohlbefinden erhöht. Aber nur, wenn es freiwillig und authentisch ist. Wenn Freundlichkeit aus Schuld, Pflichtgefühl oder Angst, andere zu enttäuschen, gezeigt wird, hat sie den gegenteiligen Effekt. Sie senkt das Glück und erhöht den Stress. Auch die Neurowissenschaft bestätigt das. Wenn wir aus Schuld oder Angst handeln, aktiviert die Stressreaktion des Gehirns, insbesondere die Amygdala, die gleichen Bahnen wie körperlicher Schmerz. Mit anderen Worten, jedes erzwungene Ja registriert sich als kleiner Akt der Selbstverletzung. Mit der Zeit verdrahtet diese Wiederholung das Gehirn so, dass es Freundlichkeit mit Angst und Großzügigkeit mit Gefahr verbindet. Du beginnst, dich bei jeder Bitte um einen Gefallen innerlich anzuspannen, noch bevor der Satz zu Ende ist. Und doch verfangen sich so viele von uns in diesem Kreislauf. Wir wollen niemanden enttäuschen, also sagen wir weiter Ja. Wir wollen nicht als egoistisch gelten, also geben wir weiter. Wir wollen keine Liebe verlieren, also opfern wir uns weiter. Aber tief in uns baut sich eine Trauer auf. Die Trauer, niemals für das gewählt worden zu sein, wer wir sind, sondern nur für das, was wir geben. Es ist der stille Herzbruch der Erkenntnis, dass Liebe sich immer bedingt angefühlt hat, dass unser Wert transaktional war. Deshalb weinen die Freundlichen im Stillen. Sie wissen nicht, wie sie erklären sollen, dass genau das, wofür alle sie loben, sie langsam zerbricht. Aber der Preis dieser endlosen Freundlichkeit ist enorm. Langsam verlierst du das Gefühl für dich selbst. Du weißt nicht mehr, was du willst, weil deine gesamte Identität darauf aufgebaut ist, anderen zu dienen. Du wirst zu einem Fremden in deiner eigenen Haut. Und diese Entfremdung ist eine Art spirituelles Vergessen. Du beginnst zu vergessen, wie sich Freude anfühlt, wenn sie nicht verdient werden muss. Wie sich Ruhe anfühlt, wenn sie nicht gerechtfertigt werden muss. Wie sich Liebe anfühlt, wenn sie nicht an Bedingungen geknüpft ist. Du beginnst, Erschöpfung mit Sinn zu verwechseln und Schuld mit Empathie. Und wenn das geschieht, beginnt Freundlichkeit, das, was dich einst menschlich machte, dich von innen auszuhöhlen. Und hier kommt das Monster im Inneren. Denn wenn du deine Bedürfnisse unterdrückst, wenn du deine Wut leugnest, wenn du deine Grenzen im Namen der Freundlichkeit vergräbst, verschwinden diese Emotionen nicht. Sie sammeln sich in den Schatten. Sie gären. Und schließlich kommen sie auf eine Weise hervor, die du nicht kontrollieren kannst. Vielleicht ist es ein Ausbruch gegenüber jemandem, den du liebst, wegen einer Kleinigkeit. Vielleicht sind es passive, aggressive Kommentare, ein schleichender Groll, der in subtilen Formen austritt. Oder vielleicht ist es etwas noch Dunkleres. Jahre unterdrückter Gefühle, die alle auf einmal explodieren und dich erschrecken mit dem, was du geworden bist. Denn niemand bringt freundlichen Menschen bei, wie sie mit ihrer Wut umgehen sollen. Die Gesellschaft lehrt sie, sie zu unterdrücken. Sie als das Gegenteil von Güte zu sehen. Aber Wut
in ihrem Kern, ist nicht böse. Sie ist Information. Sie ist das Alarmsystem des Körpers, das dir sagt, dass etwas Heiliges überschritten wird. Wenn du dieses Signal lange genug zum Schweigen bringst, verschwindet es nicht. Es fault, es mutiert. Und eines Tages bricht es hervor. Nicht als Klarheit, sondern als Chaos. Wir stellen uns gerne vor, dass Freundlichkeit uns vor der Dunkelheit schützt. Aber in Wirklichkeit schafft Freundlichkeit ohne Ehrlichkeit den perfekten Nährboden dafür. Denn jedes Mal, wenn du Ja sagst, obwohl du Nein meinst, jedes Mal, wenn du lächelst, obwohl du weinen willst, jedes Mal, wenn du deine Wahrheit zurückhältst, um jemand anderen nicht zu stören, bist du nicht freundlich. Du verlässt dich selbst. Und Selbstverlassenheit hat immer Folgen. In der Therapie nennt man das emotionale Umkehrung, den Prozess, bei dem deine eigenen Bedürfnisse zu einer Bedrohung für deine Identität werden. Du beginnst, dich schuldig zu fühlen, weil du Ruhe willst, weil du Raum brauchst, weil du Gegenseitigkeit ersehnst. Du entschuldigst dich dafür, zu laut zu existieren. Und je öfter du dich entschuldigst, desto kleiner wirst du. Aber die Psyche vergisst nicht, was du unterdrückt hast. Sie wartet und zählt still jeden Moment, in dem du dich selbst verraten hast, im Namen des Kengutseins. Und irgendwann beginnt der Körper die Sprache zu sprechen, die der Mund verweigert hat. Seien wir ehrlich. Warum tun wir das? Warum haben freundliche Menschen so große Schwierigkeiten mit Grenzen? Die Antwort liegt in unserer Kultur. Von klein auf werden viele von uns konditioniert zu glauben, dass Freundlichkeit gleichbedeutend ist mit Würdigkeit. Dass es sicherer ist, gefällig zu sein, als authentisch. Dass Liebe verdient werden muss durch das, was wir geben, nicht durch das, was wir sind. Kinder, die in Umgebungen aufwachsen, in denen Liebe an Bedingungen geknüpft ist, wo Zuneigung von Leistung, Gehorsam oder Selbstaufgabe abhängt, tragen diesen Glauben ins Erwachsenenalter. Stell dir ein Kind vor, das früh lernt, dass Liebe Bedingungen hat. Sei still und ich höre dir zu. Sei brav und ich bleibe. Dieses Kind verinnerlicht die Regel, dass Sicherheit von Anpassung abhängt. Es lernt nicht nur zu gefallen, es lernt zu verschwinden. Jedes Lächeln wird zu einer Verhandlung um Zuneigung. Jede Freundlichkeit zu einer Bitte um die Erlaubnis zu existieren. Spule 20 Jahre vor. Und du triffst einen Erwachsenen, der kein Nein sagen kann, ohne das Gefühl zu haben, jemanden zu verraten. Das ist keine Persönlichkeit, das ist Konditionierung. Sie werden zu Erwachsenen, die Gefallen mit Freundlichkeit verwechseln. Aber wahre Freundlichkeit löscht das Selbst nicht aus. Wahre Freundlichkeit beinhaltet das Selbst. Und diese Einbeziehung ist nicht natürlich, sie wird gelernt. Sie fühlt sich fremd an, ja fast rebellisch. Das erste Mal, wenn ein lebenslanger People-Pleaser Nein sagt, zittert sein Körper. Die Schuld fühlt sich unerträglich an, fast wie Trauer. Denn in gewisser Weise ist es Trauer. Die Trauer um das Ablegen einer Version von sich selbst, die nur existierte, um andere bequem zu halten. Aber unter diesem Unbehagen wartet Freiheit darauf, geboren zu werden. Wenn deine Freundlichkeit dich deine geistige Gesundheit, deine Freude, deine Energie kostet, dann ist es keine Freundlichkeit mehr. Es ist Selbstvernachlässigung, verkleidet als Tugend. Und das ist eine der grausamsten Masken, wenn Selbstvernachlässigung das Gewand der Moral trägt. Die Gesellschaft lobt dich für deine Großzügigkeit, während du still hinter dem Vorhang zerfällst. Menschen danken dir, dass du für sie da bist, ohne zu merken, dass du längst auf den letzten Reserven läufst. Und doch klammerst du dich an dieses Lob, weil es die einzige Form von Bestätigung ist, die du je gekannt hast. Das ist der Kreislauf. Erschöpfung wird als Güte belohnt. Und hier kommt das Wissen der Neurowissenschaft. Das Gehirn besitzt etwas, das man das Spiegelneuronensystem nennt. Es ist das, was uns ermöglicht, Empathie zu empfinden. Wenn du jemanden in Schmerz siehst, leuchtet dein Gehirn auf, als wärst du selbst im Schmerz. Darum fühlt sich Freundlichkeit für uns Menschen so natürlich an. Wir sind auf Verbindung programmiert. Aber Verbindung ohne Grenzen wird zur Kontamination. Wenn deine Spiegelneuronen ständig aktiviert sind, wenn du jedes Gefühl um dich herum aufsaugst, dann schaltet dein Gehirn nie ab. Du lebst in einem dauerhaften Zustand emotionaler Wachsamkeit, scannst nach Leid, um es zu lindern, bevor es dich verletzt. Darum beschreiben sich viele chronisch freundliche Menschen als müde, aber aufgedreht.
Ihr Nervensystem ist dauerhaft in Alarmbereitschaft, auf der Suche nach jemandem, den sie retten können. Doch hier liegt der Haken. Spiegelneuronen unterscheiden nicht zwischen gesunder und zerstörerischer Empathie. Wenn du dich ständig dem Leid anderer aussetzt, ohne jegliche Grenzen, überflutet dein Gehirn sich selbst mit Stresssignalen. Mit der Zeit führt das zu chronischen Stressreaktionen, zu Problemen im Immunsystem und zu emotionaler Erschöpfung. Darum muss wahre Empathie Distanz enthalten, nicht Gleichgültigkeit, sondern Raum. Raum zum Atmen, zum Erholen, zum Erinnern, dass die Emotionen anderer nicht deine sind, um sie zu tragen. Du kannst den Schmerz eines Menschen halten, ohne ihn in dir einzuschließen. Diese Unterscheidung trennt Mitgefühl von Zusammenbruch. Mit anderen Worten, dein Gehirn ist nicht für endlose, grenzenlose Freundlichkeit gebaut. Es ist für ausgeglichene Verbindung geschaffen. Die dunkle Seite der Freundlichkeit ist also nicht, dass Freundlichkeit selbst schlecht wäre. Es ist, dass Freundlichkeit durch Angst, Konditionierung, Kultur oder eigene ungelöste Wunden verdreht werden kann, in etwas, das edel aussieht, aber dich innerlich langsam auffrisst. Und wenn das geschieht, wird genau das, was du als deine größte Stärke siehst, zu dem, was dich bricht. Denn unkontrollierte Freundlichkeit ist eine stille Sucht. Sie nährt sich von Zustimmung, wie ein Süchtiger von Erleichterung. Sie beruhigt kurzfristig die Angst, vertieft aber die Abhängigkeit. Jedes Danke, jedes Du bist so ein guter Mensch, trifft dieselben Belohnungspfade im Gehirn, die Validierung erzeugen, und erschafft eine Schleife der Selbstaufgabe, getarnt als Sinn. Es ist nicht, dass du ein Retter sein willst, du hast nur nie gelernt, auf andere Weise Sicherheit zu empfinden. Wenn du das spürst, die Erschöpfung, den Groll, das Gefühl, unsichtbar zu sein, obwohl dich alle so freundlich nennen, du bist nicht allein, du bist nicht kaputt, du bist nicht defekt. Was du erlebst, ist die natürliche Folge einer Welt, die uns nie beigebracht hat, wie man Geben und Selbstschutz ausbalanciert. Es ist das Monster in dir, nicht weil du schlecht bist, sondern weil unterdrückte Wahrheiten irgendwann gesehen werden wollen. Und dieses Monster ist nichts, was du zerstören musst. Es ist etwas, das du verstehen musst. Es ist die Stimme deiner unerfüllten Bedürfnisse, die Wut als Rüstung trägt. Es ist der Schatten deines vernachlässigten Selbst, der darum bittet, erkannt zu werden. Wenn du genau hinhörst, liegt unter der Wut Trauer. Trauer um all die Male, in denen du Ja sagtest, obwohl du Nein meintest. Um all die Liebe, die du gegeben hast und nie zurückbekamst. Um all das Mitgefühl, das du verschenkt hast, während du innerlich verhungert bist. Und das bringt uns zur eigentlichen Frage. Wie können wir Freundlichkeit leben, ohne dass sie uns zerstört? Wie können wir mitfühlend bleiben, ohne zu Märtyrern zu werden? Wie können wir andere lieben, ohne uns selbst zu verlieren? Die Antwort liegt in einer einfachen, aber tief unbequemen Wahrheit. Freundlichkeit muss bei dir selbst beginnen. Selbstfreundlichkeit ist keine Schwäche, kein Egoismus. Sie ist eine Neukalibrierung. Sie lehrt dein Nervensystem neu, dass du dieselbe Zärtlichkeit verdienst, die du so freigebig gibst. Sie sagt, ich muss mir keine Ruhe verdienen. Ich muss keine Liebe verdienen. Ich bin sie bereits wert. Nicht in einem rücksichtslosen Sinn, sondern in dem Wissen, dass Freundlichkeit ohne Selbstfürsorge keine wahre Freundlichkeit ist. Sie ist eine Performance. Und jede Performance bricht irgendwann zusammen. Denk an das Beispiel im Flugzeug. In einem Notfall sollst du zuerst deine eigene Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du anderen hilfst. Zuerst wirkt das falsch, fast egoistisch. Aber die Logik ist klar. Wenn du ohnmächtig wirst, kannst du niemandem helfen. Diese Metapher gilt überall, in Beziehungen, Freundschaften, Arbeit. Dein Sauerstoff sind deine Grenzen, deine Ruhe, deine Wahrheit. Ohne sie erstickt deine Freundlichkeit unter der Last ihrer eigenen Erwartungen. Grenzen fühlen sich für viele freundliche Menschen wie Ablehnung an, wie Egoismus, wie Abschottung. Aber in Wirklichkeit sind Grenzen die reinste Form der Ehrlichkeit. Sie sind keine Mauern, sie sind Fenster. Sie lassen Liebe in beide Richtungen fließen, ohne dass du in der Flut ertrinkst. Sie sagen, ich will mit dir verbunden sein, aber nicht auf Kosten meines Verschwindens. Das ist keine Grausamkeit, das ist Integrität. Eine Grenze sagt, das kann ich geben und das kann ich nicht. Sie sagt, meine Liebe ist echt, aber sie kann nicht existieren, wenn ich leer bin. Sie sagt,
Ich kümmere mich genug, um dir meine Grenzen zu zeigen, denn ohne sie wird meine Fürsorge zu Groll verfaulen. Und hier liegt das Paradox. In dem Moment, in dem du Grenzen setzt, wird deine Freundlichkeit mächtiger, nicht schwächer. Denn nun ist sie keine Überlebensstrategie mehr, sondern eine bewusste Wahl. Sie kommt aus Stärke, nicht aus Angst. Und Menschen spüren diesen Unterschied. Sie mögen ihn nicht immer, aber sie respektieren ihn. Psychologen beschreiben Grenzen als unsichtbare Linien, die definieren, wo du endest und wo der andere beginnt. Ohne diese Linien verschwimmen Beziehungen zu Abhängigkeit, Manipulation oder stillem Leiden. Mit ihnen werden sie klar, gegenseitig, respektvoll. Grenzen schützen dich nicht nur, sie lehren andere, wie man dich richtig liebt. Sie filtern jene heraus, die nur deine Nachgiebigkeit wollten, und laden jene ein, die deine Wahrheit aushalten können. Und ja, manche werden gehen. Aber was du an Zustimmung verlierst, gewinnst du an Authentizität. Studien zeigen, dass Menschen mit gesunden Grenzen tiefere, bedeutungsvollere Beziehungen erleben, weil ihre Freundlichkeit aus Wahl kommt, nicht aus Zwang. Und Menschen, die ihre eigenen Grenzen respektieren, werden als vertrauenswürdiger wahrgenommen. Warum? Weil wenn sie Ja sagen, du weißt, dass sie es meinen. Ihre Freundlichkeit ist echt, nicht erzwungen. Und Echtheit ist magnetisch. Denn das wahrhaft Anziehende an einem freundlichen Menschen ist nicht seine Bereitschaft zu gefallen. Es ist sein Mut, echt zu sein. Die stille Zuversicht eines Menschen, der Nein sagen kann ohne Schuld, lieben kann ohne Angst und geben kann, ohne zu verschwinden. Diese Art von Freundlichkeit ermüdet nicht. Sie heilt. Vielleicht bedeutet Freundlichkeit also nicht, immer durch Schmerz zu lächeln oder immer Ja zu sagen. Vielleicht bedeutet sie, offen zu bleiben, ohne zu bluten. Vielleicht bedeutet sie, Mitgefühl atmen zu lassen, nicht es unter Schuld zu ersticken. Denn wahre Freundlichkeit flüstert nicht, ich werde dich reparieren. Sie flüstert, ich bleibe an deiner Seite, während du heilst. Sie kommt nicht aus der Angst, Liebe zu verlieren, sondern aus dem Wissen, dass Liebe dein Leiden nicht als Beweis braucht. Und vielleicht ist das die Entwicklung der sanften Seele. Vom Retter zum Zeugen, von der Erschöpfung zur Verkörperung, vom Geben der Liebe zum Sein der Liebe. Die Welt braucht keine weiteren Menschen, die sich selbst opfern, um gut zu wirken. Sie braucht Menschen, die ganz genug sind, um zu geben, ohne zu verschwinden. Wenn du jemals das Gefühl hattest, dass deine Freundlichkeit dich tötet, lauf nicht vor dieser Wahrheit davon. Sitz mit ihr. Lass sie dir zeigen, wo du endest und wo dein Mitgefühl beginnt. Denn in dem Moment, in dem du dich selbst mit der gleichen Zärtlichkeit behandelst, die du immer anderen geschenkt hast, verstummt das Monster im Inneren. Die Maske fällt. Und was bleibt, ist kein Heiliger, kein Retter, sondern ein Mensch. Sanft, ehrlich und endlich frei.